Schauen wir uns nun noch die Mitteilung an, repräsentiert durch das Sprechblasen-Icon hier oben. Anscheinend hat uns jemand eine Nachricht gesendet. Sehen wir uns sie doch einmal an. Dazu klicken wir zuerst auf die Sprechblase und öffnen dann, falls nicht schon erfolgt, den Bereich Persönlich hier. Die Zahl hinter Persönlich, diese 1, zeigt an, wie viele Threads es gibt. Das heißt, es gibt insgesamt eine Konversation. Die Zahl hinten im Kreis, genau wie im Forum, gibt an, wie viele ungelesene Beiträge es gibt. Es gibt also eine ungelesene Nachricht. Sobald die Liste der Nachrichten geladen ist, hier unten, bei entsprechend vielen Nachrichten kann das im Moment dauern, wird pro Zeile ein Thread angezeigt und wir können auf die entsprechende Nachricht klicken. Jetzt sehen wir die Nachricht und können darauf antworten, indem wir unten einfach eine Antwort eintippen. Und über das Papierflieger-Icon hier unten absenden. Über den Nachrichten steht jeweils das Datum. Bei Nachrichten am gleichen Tag steht das Datum nur einmal. Und in der Nachricht jeweils die absendende Person, wenn die von jemand anders an uns gerichtet ist. Oder aber in grau markiert eben eine Sprechblase von uns. Da geht hier ein kleiner Pfeil der Sprechblase an den Rand des Browsers und der Pfeil geht nach innen. Sowie jeweils die Uhrzeit. Bei der Anzeige der Person hier oben sehen wir hinten noch 3 Punkte. Wenn wir diese anklicken, bekommen wir noch einige weitere Optionen. Die Nutzerinformation zeigt das Porträt der Person mit der Option, die Person zu blockieren oder zu den Kontakten hinzuzufügen. Mehr zu den Kontakten etwas später, ich blockiere die Person jetzt nicht. Kommunikation als Favorit markieren, gibt der Kommunikation ein Sternchen, hier zu sehen, und sorgt dafür, dass sie statt nur in der eventuell sehr langen Liste der persönlichen Mitteilungen auch bei den Favoriten erscheint. Das werden wir uns gleich noch ansehen. Person blockieren sorgt dafür, dass diese Person uns keine erneute Nachricht senden kann. Dies sollte bitte möglichst sparsam und nur bei guten Gründen verwendet werden. Stumm schalten bedeutet, dass Nachrichten zwar weiterhin zugestellt werden, aber keine Information mehr darüber erfolgt. Wenn ich dieses aktiviere, wird das durch ein ausgegrautes, durchgestrichenes Mikrofonzeichen hier markiert. Auch das entferne ich jetzt für diese Person wieder. Außerdem kann man die Kommunikation löschen oder die Person zu den Kontakten hinzufügen. Kehren wir mal zur Übersicht zurück. Hier haben wir oben die Kontakte. Ein Klick auf Kontakte führt zu einem Dialog mit insgesamt 3 Optionen hier. Erstens, hier steht die Anzeige, ich habe keine Kontakte. Es gibt einen Tab Kontakte. Hier werden alle Kontakte angezeigt, sofern sie vorhanden sind. Unter Anfragen sehen Sie die offenen Kontaktanfragen. Kontakte sind dabei immer beidseitig. Wenn jemand Sie als Kontakt haben möchte, müssen Sie dem ebenfalls zustimmen. Wir pausieren hier kurz und schauen uns an, ob es nach der Pause einen Kontaktanfrage gibt. Zusätzlich haben Sie hier die Option, unter den Nutzern zu suchen und können beispielsweise durch Eingabe des Namens eines Freundes und Drücken von Return dann die Liste aller Personen mit diesem Namen sehen. Auch hier kann ich diese Person anschließend anklicken, kann ihr direkt eine Mitteilung schreiben, wenn die Person das gestattet hat, und habe die Option, sie zum Beispiel zu den Kontakten hinzuzufügen. Ich habe momentan hier keine Kontakte und ich habe auch keine Kontaktanfragen bisher. Falls ich eine Kontaktfrage erhalten sollte, erhalte ich hier eine Erklärung und die Option, diese Kontaktanfrage anzunehmen oder abzulehnen. Ich mache hier eine kurze Pause, um eine Kontaktanfrage von einem anderen Konto zu senden. Ich habe 2 Benachrichtigungen bekommen. Tatsächlich habe ich inzwischen sogar 2 Kontaktanfragen. Gehe hier also zu Anfragen und sehe nun, dass 2 Personen mich kontaktieren möchten. Um das zu genehmigen, klicke ich auf die Person und sage entweder annehmen und zu Kontakten hinzufügen oder ablehnen. Wenn ich dieses annehme, gehe ich zur anderen Anfrage. Hier lehne ich das beispielsweise ab. Wenn ich nun hier auf meine Kontakte gehe, sehe ich habe nur diese eine Person tatsächlich als Kontakt.
Dadurch, dass ich die Konversation mit Guido Rössling zu einem Favoriten gemacht habe, ist sie hier nun auch bei den Favoriten dabei. Und ich kann sie hier entsprechend nachlesen. Sie ist nicht mehr bei den persönlichen, sondern nur noch bei den Favoriten zu sehen. Zusätzlich, wenn ich nochmal hier zu Kontakte zurückkehre, kann man wie gesagt über Lupe nach einer Person suchen. Hier muss man etwas mehr als nur den Vornamen meist angeben. Also wenn ich zum Beispiel nach Christian suche, würde ich ziemlich viele Christians suchen. Wenn ich einen etwas selteneren Namen habe oder den Nachnamen verwende und der nicht sehr häufig ist, finde ich eventuell direkt genau die eine einzige Person. Bitte beachten Sie aber, dass Personen und Mitteilungen suchen, ich suche hier mal nach Guido, auch in den Mitteilungen sucht. Das heißt, ich sehe hier sowohl meinen Kontakt, der Guido heißt, als auch die Mitteilung von der Person, wo ebenfalls im Text Guido auftaucht in der Mitteilung. Also hier muss man ein wenig aufpassen. Wichtig ist, wenn Sie viel mit Mitteilungen arbeiten, vor allem wenn Sie als Lehrende oder Tutorin tätig sind, sollte im Profil auf jeden Fall auch die E-Mail-Adresse freigegeben sein. Das heißt, wenn Sie auf Ihr Profil gehen, Profil öffnen, bearbeiten, sollte bei E-Mail-Adresse für Kursteilnehmerinnen anzeigen oder Ja für alle sichtbar eingestellt sein. Idealerweise Ja für alle sichtbar und nicht nur für privilegierte Personen sichtbar. Warum? Wenn jemand eine Nachricht von Ihnen bekommt, eine Mitteilung, und die nicht innerhalb einer halben Stunde liest, wird diese Mitteilung per E-Mail zugesendet. Diese E-Mail braucht einen Absender. Da Sie verboten haben, wenn Sie sagen, nur für privilegierte Nutzer, dass andere Personen Ihre E-Mail-Adresse sehen kann, verwendet Moodle dann für diese E-Mail eine Standard-Mail-Adresse, nämlich die Mail-Adresse des Moodle-Administrators. Und das bedeutet, dass andere Personen, die auf eine Mitteilung von Ihnen reagieren, dem Moodle-Administrator schreiben, der sich dann darum kümmern muss, den Personen mitzuteilen, dass diese E-Mail falsch gelaufen ist und dass sie sich richtig darum kümmern müssen, sie richtig zu kontaktieren. Außerdem bekommt dadurch der Administrator unter Umständen Informationen, die er gar nicht haben möchte, weil er diese E-Mail halt erhalten hat. Hier sehen Sie ein Beispiel einer solchen per E-Mail versendeten Kopie einer Mitteilung. Es gibt hier eigentlich eindeutige Hinweise, dass man nicht darauf antworten sollte. Erstens steht hinter dem Namen der Person, die die Nachricht geschickt hat, über Lernportal Informatik. Zweitens, die Absende-Mail-Adresse ist die des Moodle-Admins und ist keine individuelle Personenadresse. Und bei Reply-to steht als Nutzername, antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Zusätzlich steht hier unten nicht nur, die E-Mail enthält die Kopie einer Mitteilung von Lernportal Informatik, sondern insbesondere steht da, zur Antwort gehe zu. Und dann die URL, unter der man direkt auf diese Mitteilung antworten kann. Der Link ist korrekt. Wenn Sie diese Mail bekommen, können Sie auf den Link klicken, müssen sich gegebenenfalls erst noch in Moodle authentifizieren und können dann antworten. Auch die Mailadresse hier ist im Prinzip nicht falsch. Wenn Sie auf die Mitteilung antworten, geht die an den Moodle-Administrator, der dann entsprechend damit natürlich nicht viel anfangen kann. Wenn Sie solch eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten, achten Sie bitte auf die Absenderadresse hier oben und achten Sie darauf, ob unten steht, zur Antwort gehe zu. Und das war es auch schon zu den Mitteilungen.